Das Tullnerfeld und Niederösterreich wurde vom Hochwasser hart getroffen und auch hier in Sigardskirchen in unserer Siedlung hat der Wind Bäume umgeschmissen und hier auf das Haus meiner Nachbarn fallen lassen. Zum Glück wurde hier niemand verletzt, aber leider sah das nicht in ganz Niederösterreich und im Katastrophengebiet so aus. Und ich wünsche allen Menschen in Österreich und auch darüber hinaus natürlich in Deutschland, überall in Polen, überall wo das Unwetter war, baldige Besserung und Mut auf jeden Fall für die Zukunft. Diese Katastrophe zeigt aber ganz deutlich, dass die Menschen hier jetzt zusammenhalten. Das ist unglaublich schön zu sehen. Sie helfen anderen, wo sie nur können. Die Herkunft spielt dabei keine Rolle mehr. Sprachbarrieren werden überwunden. Es ist egal, ob jemand politisch links, rechts oder mittig ist. Niemand wird diskriminiert, weil er anderer Meinung ist. Hier steht das gemeinsame Ziel im Vordergrund und davon können wir viel lernen. Das Hochwasser ist gerade der gemeinsame Nenner, der alle zusammenhalten lässt. Dieser Zusammenhalt, der macht aus Angst Mut, aus Trauer Hoffnung und aus einer Krise eine neue Chance. Alle ziehen am selben Strang, weil alle den gemeinsamen Nenner haben. Dieses Zusammenfinden ist genau das, was wir brauchen. Das heißt, wir müssen am gemeinsamen Nenner arbeiten und nicht an den Differenzen. Das ist die gesellschaftliche Aufgabe über das Hochwasser hinaus, die wir angehen sollten. Lassen wir es doch nicht erst zu einer Katastrophe kommen, um das zu erkennen, um den gemeinsamen Nenner zu finden, sondern lasst uns diesen gemeinsamen Nenner auch in guten Zeiten finden. Wir alle wollen Lebensfreude, wir wollen Menschlichkeit, Zusammenhalt, Selbstbestimmung, gesunde Gleichberechtigung und Vielfalt im Leben. Wenn wir unsere Themen mit Achtsamkeit angehen, dann haben wir immer die Chance, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ich gebe dir mal ein gutes Beispiel. Immer mehr Menschen wollen aus dem System ausbrechen. Was zeigt uns das? Ja, nicht, dass die Menschen immer verrückter werden, sondern dass das System immer unattraktiver wird. Wir müssen gemeinsam an einer Gesellschaft arbeiten, in der wir wieder voller Enthusiasmus leben wollen. Eine Gemeinschaft, die uns echte Lebensfreude bringt, anstatt einem zermürbenden Alltag. Eine Gesellschaft, die uns gesund bleiben lässt und nicht erst krank macht und dann mit teuren Medikamenten die Symptome unterdrückt. Eine Gesellschaft, die uns auch vital und kraftvoll altern lässt und nicht nur uns weitere Jahrzehnte lang so halb am Leben hält. Wir brauchen eine Gesellschaft, wo es attraktiv ist, ein Teil davon zu sein und nicht das größte Ziel ist, daraus auszubrechen. Und darüber hinaus brauchen wir auch echte Naturverbundenheit statt einer Fassade der reinen Klimapolitik. Wir brauchen auch eine aktive Friedenspolitik statt Krieg aus Angst zu treiben, meiner Meinung nach. Wir brauchen auch mehr Lebensfreude und mehr Kooperation statt Konkurrenz. In Zeiten wie diesen sehen wir einfach, dass wir die Gemeinschaft brauchen und wie wichtig sie ist. Und alle helfen mit, alle, weil es einen Sinn hat. Und dieser Sinn, der geht in unserer modernen und auch schnelllebigen, unachtsamen Welt leider oft verloren. Viele Menschen wissen überhaupt nicht, wofür sie arbeiten, außer für das Geld am Ende des Monats. Ohne einen Sinn hinter der Arbeit wird Geld nicht lange reichen, um damit lebendig und glücklich zu bleiben. Und das sehen wir immer mehr in unserer modernen Welt. In friedlichen Zeiten müssen wir also Achtsamkeit und Sinnhaftigkeit in unser Leben integrieren und uns weiterentwickeln, damit wir durch solche Katastrophen oder durch Krieg nicht zurückgeworfen werden und erinnert werden, worum es eigentlich gehen soll. Ich bin Matthias und ich beschäftige mich mit Erfolg, der nachhaltig ist, der gesund ist und glücklich macht. Unsere Gesellschaft ist bereits unheimlich erfolgreich, das kann man auch überall sehen. Aber wir können auch sehen, wozu dieser Erfolg führt. Dieser Erfolg ist oft nicht nachhaltig, weil er auf Kosten der Umwelt und unserer Mitmenschen geht. Für wahren Erfolg brauchen wir also eine gesunde Umwelt, echte Naturverbundenheit. Wir brauchen Frieden und wir brauchen unsere eigene Gesundheit, Lebensfreude, Sinn und Glück in unserem Leben. Wenn du auch dieser Meinung bist, dann teile dieses Video und abonniere den Kanal für mehr Videos zu diesem Thema. Ich wünsche auf jeden Fall allen Betroffenen des Hochwassers alles Gute, auf jeden Fall baldige Besserung und neuen Mut in Dankbarkeit
an das, was wir noch haben, liegt oft die Kraft, wieder aufzustehen. Alles Gute.